Machst du mich zum Co-Host? Ich muss sie zum Chorus machen, stimmt. Stimmt, stimmt, Wenn man das so stimmt. ausspricht, klingt das auch wie ein Name. Ein Co-Host? Der Co-Host. Co-Host, der Co-Host. Kennst du Club Las Piranhas? Nee, was ist das? Soll ich jetzt wieder ein Referat halten? Ja, genau. Wir Das teilen ist ein, das jetzt. Hm. das ist ein ganz alter Film von H.P. Kerkeling. Ach so. Also Club Las Piranhas ist ein Film von H.P. Kerkeling, wo es um so Cluburlaub geht. Also es ist so eine Persiflage auf Cluburlaub. Und da geht es um so einen dramatischen Hm. Ausbruch. Das ist ein geiler Film. Okay, okay. Also gut, ja, jetzt, wo du sagst, doch, es könnte sein. Vielleicht, ich Aber habe ihn, glaube ich, nicht, ich habe ihn da nicht ist er noch gesehen. Nee. ganz jung. Ja, ja. Harpe Kerkeling ist natürlich gigantisch, ne? Der ist richtig gut. So. Moment mal, jetzt muss ich erstmal hier wieder auf den Originalton gehen. Ja, ich So. guck mal, ob ich das auch habe. So. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir singen gleich oder wir machen erstmal ein Gespräch über den inneren Kritiker. Was ist dein Gefühl? Oh Ich Gott. habe Lust, dass du heute ein bisschen mehr das Zepter in der Oh Hand Gott, hast. nein, ich will nicht Nach das dem letzten Zepter. Mal. Ah, nach dem letzten Desaster oder was? Hm. Nee, gar nicht. Ich hatte heute schon ein langes Gespräch mit dem Kollegen aus Japan. Insofern, und er sagte, das ist immer wunderbar, wenn man mit Nina macht, dann kann man einfach sich zurücklehnen und muss gar nichts sagen. Das also für ihn, für ihn war das überhaupt kein Problem. Aber du hattest mir ja geschrieben nach dem letzten Gespräch, ne? Das war ja der Aufhänger für die Idee. Du hast mir Ja, geschrieben, du hast es dir nochmal angeguckt, das Gespräch, und dann hast du gesagt, oh Gott, was hast du geschrieben? ich habe dich voll gequatscht. Voll gequatscht. Und dann habe ich dir geschrieben, das war jetzt ein Über-Ich-Angriff. Das war ein Hm. Angriff des inneren Kritikers. Also, Ja, und, es war, also für mich war tatsächlich also neben meinem Kampf, den ich mit mir geführt habe, war das für mich total wichtig, mich bei dir zu vergewissern, ob es dir gut geht danach. hm, Also ob du okay bist. Und von dir zu hören, dass du klarkommst, war irgendwie schon mal gut. War aber interessanterweise auch dann anders, weil du ja auch mir dieses Stichwort gegeben hattest mit der Über-Ich-Attacke. Es war ich habe sofort Resonanz verspürt. hm, Ähm, das war hilfreich tatsächlich, weil ich mich dann, ich sag's mal so, weil dieser Teil, dieser innere Kritiker sich nicht an dir abarbeiten konnte. Du warst ja hm, raus. Also in dem Sinne genau. konnte ich mich damit dann nicht weiter dran festklammern. Und dann war mein Prozess war klar, dass ich da was mit mir auszuhandeln hatte. Aber trotzdem, ähm, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, Interessant war, dass ich festgestellt habe, dass das auch nicht nur schlecht ist, weil ich dann in dem Moment, in dem ich so ein bisschen zu einem friedlichen Zustand, auch im Kampf mit diesem Kritiker gekommen bin, gemerkt habe, dass der einen Punkt hat. Also, Ja. dass in dem Moment, wo man merkt, dass der nicht mehr so gewaltsam ist, sondern halt diesen Griff löst und Hm, man vielleicht diese Scham und alles durchlaufen hat, dass ein interessanter Punkt eingetreten ist von, okay, ich versuche das Konstruktive daran zu nehmen oder den Vorschlag, den er im Grunde auch gemacht hat. Und das ist mh, zu versuchen, ein bisschen anders zu sprechen. Und das war natürlich cool, dass ja auch von dir dieser Vorschlag kam, dass wir ein bisschen anders gestalten. Aber ja, einfach irgendwie drauf zu achten, ohne sich halt die ganze Zeit ja, fertig zu machen künstlich. Aber ich lebe meine Verlegenheit auch ein bisschen aus. Es ist auch mal schön, auch dazu hm, zu stehen, dass man einen Fehler erkennt und damit auch so ein bisschen ringt. Und ja, hm. Ja, weißt du, was ich meine? wir sind ja im Grunde schon in diesem Thema drin. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir im Grunde, also was ich gesehen hatte, war
was ich gespürt hatte, war, dass wenn du viel sprichst oder lange sprichst, obgleich das sehr interessant ist, ich ein Problem bekomme, weil ich noch an Punkten hänge, die du gemacht hast, die gut sind. Also was ich eben gemerkt habe, ist, du machst einen guten Punkt Hm. und an der Stelle will ich eigentlich schon einhaken, will sagen, oh ja, und würde da gerne weitermachen und dann sprichst du weiter und dann eventuell geht es noch in neue Themen. Hm. Und dann merkte ich, jetzt kriege ich ein Problem, weil ich wie festhalte an dem, was du da gesagt hast. Hm. Und, und was ich eben da vorgeschlagen habe, ist, dass einfach jeder eine gewisse Zeit hat zu sprechen und dann spricht der andere. Ja. Und da hatte ich auch vorgeschlagen, dass wir das sogar zeitlich timen, Hm. ähm, ohne dass man sich an die Zeit hält. Die Zeit ist wie so eine Oberbegrenzung, aber man kann auch vorher stoppen. Hm. Und das ist für mich auch eine Herausforderung. Also erstmal ist das ein klarer Rahmen, Mhm. der einem auch so wie einen Halt gibt. Und ich kann auch in der Zeit auch loslassen und ich muss auch nicht mehr irgendwas festhalten und ich kann auch irgendwie loslassen, die Idee, ich müsste irgendwas jetzt noch im Kopf behalten, sondern Ja. einfach es so fließen zu lassen. Und, ähm, und es ist auch so, dass in der Zeit, wo der eine spricht, muss der andere auch gar nicht unbedingt reagieren. Mhm. Also der muss gar nichts machen. Das ist, Also, das ist so eine Übungsform, die wir oft bei mir in der Schule, in der spirituellen Schule, in der ich bin, das nennen wir dann Erkundung, wo wirklich jemand eine gewisse Zeit hat und die ist seine Zeit. Und die ist dann irgendwann vorbei und dann kommt der andere. Und damit habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht, weil beide können sich entspannen. So, ja. Und wir können es ja mal, ich meine, im Grunde haben wir schon begonnen. Ja, mhm. so. Und, und man kann das timen, man kann es auch offen lassen, aber so, dann, das heißt, jeder spricht so lange, wie er spricht und wir können die Zeit ja, die 5 Minuten nehmen, als so wie so eine Endgeschichte, aber manchmal ist man schon vorher fertig. Also so. Und ich starte jetzt einfach mal die Zeit und gebe dir mal das Zepter. Und dann Stoppst du schauen die wir. Zeit? Ja, ja, ich habe einfach einen Timer laufen Geil. und wenn die Zeit dann überschritten wäre, würde ich dann dir das einfach zeigen und dann wechseln wir. Ich habe gedacht, wir machen das extremer und haben du hast so einen Alarm, so einen richtig lauten, so bäh, 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 und dann schaltest du mich Hm, stumm. hm. Aber ich habe jetzt tatsächlich gerade überhaupt keinen Impuls zu sprechen. Also ich habe keinen Gedankenfaden, auf, auf dem ich tanzen würde. Hast du denn was? Genau, dann würdest du einfach sagen, okay, Ich bin fertig. Ich ich habe bin, fertig. ja, genau, genau. Ähm, ja, ich habe ähm, den Gedankenfaden des inneren Kritikers. Ja, ähm, das ist für mich so man könnte sagen, der größte innere Gegner, den ich mir vorstellen kann. So. Und, und das Beispiel, was du gebracht hast, war diese Angst, dass du mich vollgequatscht hast. Mir war klar in dem Moment, als ich das gelesen habe, okay, das ist jetzt ein massives Urteil, was in dir über dich stattgefunden hat. Und, und du hast ja eben auch davon gesprochen, dass da Scham war. Und das ist im Grunde wie so ein Indiz, wenn ich mich schäme innerlich,
dann kann man fast sicher davon ausgehen, dass vorher ein Angriff stattgefunden hat innerlich. Also ein Gefühl von Scham und ein Gefühl von Schuld sind untrügliche mh, Anzeichen dafür, dass irgendeine Art von Selbstverurteilung stattgefunden hat. So. Und dass wir gerade echt ein Problem haben. So. Ja, soweit erstmal. Und wie gesagt, du musst gar nichts sagen oder du kannst ein bisschen was sagen und dann können wir den Ball so hin und her geben. Dass wir echt ein Problem haben gerade. Also jetzt nicht wir zwei miteinander, aber verschiedene Instanzen in dir, in mir, in welchem Menschen auch immer. Das ist eine unheimlich schöne Formulierung, weil es etwas anzeigt, einen inneren Konflikt. Und es macht deutlich, dass es mehrere Instanzen überhaupt gibt. Das wiederum finde ich total spannend, weil es vorkommen kann, dass man sich mit einer Instanz vollends identifiziert und dadurch vergisst, dass man eben in viele verschiedene Richtungen erlebt oder aus verschiedenen Richtungen. Manchmal beurteilt, manchmal einfach nur feiert, manchmal betrauert, was auch immer. Also es gibt Verschiedenes in uns, das manchmal oder das vielleicht auch immer ein bisschen gegenläufig arbeitet. Und diese Gegenkräfte ähm, können eben diese Kulminationspunkte erzeugen, diese Konfliktpunkte. Und mein Erleben war jetzt zum Beispiel, dass ich eigentlich total dankbar dafür war, dass das auftauchen konnte. Und ich glaube auch, dass das nicht in jeder Situation auftauchen kann, sondern dass, wie gesagt, einmal ähm, ein Element ist, dass der andere tatsächlich gar kein Problem mit einem hat. Das heißt, man kann sich eben nicht mehr daran abarbeiten, ähm, was es für den anderen heißt. Der gibt einem den Ball wieder zurück und dann muss man selber gucken, was da eigentlich ist. Da kommt diese Formulierung, wir haben hier gerade ein Problem, ähm, zu einem zurück oder da kommt, das ist eigentlich eine schöne Formulierung, weil sie heißt, okay, gut, wenn wir eins haben, dann setzen wir uns jetzt damit auseinander. Und das ist ein Prozess, in dem ich jetzt beispielsweise in diesem Fall, aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere Menschen das in ihren Erlebnissen mit sowas wie innerer Kritiker, der angreift. Und wenn er so deutlich angreift, ist es was anderes, als in diesen permanenten Kleinhalten und irgendwie nicht groß werden. Ähm, nicht sich gehen lassen. Wir hatten das mit dem Stress im letzten Gespräch. Dieser entweder permanente kleine Stress oder einmal der Knall. Und da kam einfach viel zusammen, wo ich auch dann dachte, krass, wir haben über all das, was sich bei mir dann später abspielte, in unserem Gespräch gesprochen. Als hätten wir diese Büchse der Pandora sozusagen durch das Gespräch aufgemacht. Und ich habe auch zum Beispiel von Sachen geredet, die mir dann später widerfahren sind. Also wo ich dann dachte, krass, ähm, man kann viel über die Sachen reden, wenn die gerade nicht passieren. Aber interessant wird's, wenn man selber davon ergriffen wird. Und dann ist es entscheidend, ob man das, was man sich vielleicht im Gespräch auch ein bisschen erarbeitet oder was man glaubt, dass man es begriffen hat, ob sich das dann auch erweist und ob man dann auch so schlau ist, wie man es vorher meint gewesen zu sein. Das war's erstmal. Mhm. Okay. Mhm. Ja, etwas, was du am Anfang gesagt hast, ist, dass dieser innere Kritiker immer zusammenkommt eigentlich mit dem inneren Kind.
wenn man sich fragt, wen kritisiert eigentlich der Kritiker, dann kritisiert er eigentlich immer das Kind. Beziehungsweise es ist so, als wären das verschiedene Instanzen in mir. Und es ist so in gewisser Weise auch hilfreich, sie auch für diese Art von Arbeit auch zu unterscheiden. Natürlich sind wir das alles selbst, aber in gewisser Weise auch nicht, weil ich zum Beispiel kann die Stimme des inneren Kritikers, also ich kann sie teilweise sehr genau, in meinem Fall dann Mutter oder Vater zuordnen oder Onkel, obwohl das nicht unbedingt notwendig ist, das zu tun. Aber es ist wie, das ist sehr bekannt. Und der sich kritisiert fühlt in mir, das ist eindeutig ein junger Teil. Das ist eindeutig ein junger Teil, der wie unter den Urteilen des Kritikers in die Knie geht. So. Und es stimmt, was du sagst, dass wir, wir können darüber reden und im nächsten Moment kann es uns passieren. Ja. Ja, wir können darüber sprechen und es ist auch gut, dass man darüber sprechen kann. Und im nächsten Moment passiert es. Ich kann mich an ein Treffen erinnern. Das war so ein Meeting mit 5, 6 Leuten. Es ging um ein bestimmtes Thema. Eigentlich war es eine Art Business-Meeting in Anführungszeichen. Es ging schon um spirituelle Themen, aber es war schon so ein offizielleres Meeting. Und jemand hatte dort ein bisschen was erzählt. Und dann war das Meeting vorbei und eigentlich war alles gut. Und dann schreibt er mir eine WhatsApp und sagt, ich glaube, ich habe viel zu viel geredet und das ist ja furchtbar. Nee, der hat mich angerufen sogar. Du, ich habe ja eben, ich habe ja totalen Quatsch erzählt. Oh mein Gott, was ist denn da los? Und ich so zu ihm gesagt, ey, Alter, du hast einen Über-Ich-Angriff. Und und er gehört nun in die gleiche Schule wie ich. Das heißt, wir arbeiten am Über-Ich, verstehst du? Wir kennen das. Und er so, ja, stimmt, du hast recht. Und das war's. Und dann konnte er wieder das loslassen. Also diese inneren Angriffe, die passieren uns immer dann oder gerne dann, wenn wir uns rausgewagt haben. Wenn wir irgendwie über unsere Komfortzone rausgegangen sind. Also eigentlich direkt nach Momenten von Freiheit, wo wir nicht uns schon präventiv reduziert haben. Danach, wow, geht's los. Okay, soweit erstmal. Ja, der letzte Punkt ist einer, wo ich einhaken möchte. Ich glaube, das ist es. Das ist auch das, worauf man sich gefasst machen muss oder womit, also was man einplanen sollte, wenn man sich überhaupt darum bemüht, aus der Komfortzone, nennen wir das mal so, oder aus der Limitierung, in der man sich eben vor solchen inneren oder manchmal auch äußeren Angriffen geschützt fühlt, indem man eben nicht ausschert aus dieser Art Grenze, wie auch immer die oder man könnte es auch Elektrozaun nennen. Ich nenne das manchmal so, weil ich das wirklich so empfinde. Also ich erlebe das körperlich als wie so Stromschläge, die manchmal, ja, wie, oder irgendwelche anderen wirklich körperlichen Symptome, die dann auftreten, wenn das passiert, wenn man anfängt zu expandieren oder nicht mehr drüber nachzudenken, oh Gott, ähm, was, was ist beim anderen, sodass es Das ist hm, schade. Okay, jetzt ist es weg. Es ist hier eingefroren.
Jetzt wird die wahrscheinlich gleich verschwinden und dann vielleicht wieder neu reinkommen. Schade. Hm. Also Nina, du bist eingefroren jetzt bei mir und ich höre dich auch nicht. Ah, genau. Mal schauen, wie das nachher auf der Aufnahme ist. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich gleich wiederkommt. Und dann werde ich einfach mal die Aufnahme kurz mal stoppen. So, jetzt bist du wieder da. Bin ich wieder Co-Host? Ach so, wieso willst du auch noch Co-Host sein? Also, sag mal, also jetzt schon, erst fällt das Internet aus und jetzt willst du auch noch Co-Host sein. Also Oh, wirklich, komm schon, oh komm schon, du, bitte mach mich zum Co-Host. Herr So. Köschken. Ja, du hast gerade gesprochen und das war gut. Wir waren bei der Komfortzone Hm. und du hattest von Stacheldraht gesprochen und genau, warst du gerade. Elektrozaun, aber ist, also Stacheldraht ist Elektro, auch, ist Hauptsache ein brutaler Zaun, also in dem Sinne, genau. ähm, Mhm. als Metapher. Weil ich glaube, es ist was somatisch Konditioniertes, was körperlich Konditioniertes. Das sind ja die Effekte, wenn wir an diese, ich sag mal, Tabulinien kommen. Und die können, also ursprünglich sind sie, glaube ich, von außen gekommen in Projekte, das ist relativ klar, aber ähm, manchmal ist das auch ein bisschen diffus. Da ist die Frage, wie bilden die sich? Trifft da Inneres auf Äußeres? Sind da wirklich Tabus oder erlebe ich die nur, projiziere ich die oder ja, das wird gerade in den Situationen interessant, in denen der Raum eigentlich sicher ist. In denen das nämlich nicht so ist, dass der andere die Tabulinien zieht und sagt, werd bitte nicht größer, sondern in denen der andere sagt, es gibt kein Problem von meiner Seite aus, das machst du gerade schon ganz alleine. Und da wird klar, dass das als körperlicher Mechanismus zum Beispiel einer ist, bei dem ich glaube, dass, oder bei dem ich es so kenne, dass zum Beispiel die Gelenke kollabieren. Ne? Also dass entweder Anspannung oder dass man halt so, dass da einfach gar kein Leben mehr drin ist und man dadurch unbeweglich wird oder unkoordiniert wird. Oder die Halsmuskeln, das sind ja total viele Muskeln. Und die fangen dann an, Kontraktionen zu erzeugen, sodass dir im Grunde ähm, das Wort oder was auch immer du machst, das Lachen im Halse stecken bleibt. Und das ist total krass, wenn man den Unterschied erforscht von offenes Halschakra, sag ich mal. Und man, man erlebt sich als sprudelndes Etwas zum Beispiel. Und manchmal aber auch als schweigendes, aber zumindest als eins, was mit der inneren Wahrheit verbunden ist. Als so ein Wesen, das zumindest nach vorne tritt für diese Zeit, in der es alles eigentlich gut ist erstmal oder frei ist. Der Freiraum da ist. Und wenn diese Attacken, Über-Ich-Attacke finde ich ein tolles Wort. Also ich habe das zum ersten Mal von dir, glaube ich, so gehört. Ähm, aber wenn diese körperlich konditionierte ähm, Selbstzensur oder also das Erschrecken vor dem eigenen Großwerden vielleicht auch, wenn das einsetzt, dann erlebe ich das oft als Kontraktion. Also als, oh Gott. Das macht auch was mit der Atmung. Also das sind so beschreibbare Mechanismen. Es ist spannend, damit dann auch zu arbeiten. Ich kann mich erinnern, dass meine Frau, die immer mal wieder auch Fotos, die sie macht, dann auch öffentlich stellt, dass sie, ähm, wenn dann, dass eigentlich im Moment der Veröffentlichung dann plötzlich Angriffe kommen und sie fast Dinge zurückzieht, also fast draufklickt und sagt, das war nichts oder so. Und, und zwar immer in dem Moment, wo sie auf Veröffentlichen klickt.
Ja? Da kommt der Angriff. Das ist nicht gut, wie kannst du das überhaupt glauben, dass du hier irgendwas zu bieten hast, dass du hier irgendwas zu zeigen hast und dann hinterher, gucke ich drauf und denke, das ist doch unglaublich gut. Ja? Oder sie selbst auch, ne? Guckt dann eine Stunde später drauf und sagt, das ist ja richtig gut. Und das war so knapp vom Löschen. Ja? Hm. Und es kommt immer in dem Moment, wo, und auch ist gut, was das Wort, das du gesagt hast, die Komfortzone. Immer wenn diese Komfortzone überschritten wird, dann kommt das Über-Ich. Das Über-Ich historisch oder der innere Kritiker ist eigentlich der Wächter. Er soll dafür sorgen, dass wir in Linie bleiben mit dem System, in dem wir sind. Ja, also dann in der Regel mit dem elterlichen System damals in der Kindheit. Das heißt, es hat ein das ist überlebensrelevant. Für das Kind ist es überlebensrelevant, dass es sich anpasst und dass es in das System reinpasst und dass es sich verkleinert. Ja. Es muss sich verkleinern, weil in der Regel ist es zu viel für die Umgebung. Es ist zu viel. Und es hat zu viel Energie, es ist zu sprudelig, zu freudig, zu laut, zu alles. Ja. Also es muss sich reduzieren und deswegen bildet sich diese Instanz. Also diese Instanz ist normal. Ja. Die ist so normal, dass wir später denken, das sind wir selbst. Also ich denke, das bin ich. Ich denke, ah ja, das ist ja auch richtig, weißt du? Hm. So, ja. Und das sind dann auch alle meine Werte angeblich. So, ja. Aber das ist eben eine perfide Mischung von Werten und Urteilen über mich selbst. Also so. Und ähm, ich kann nur in mir diesen Unterschied wahrnehmen zu, wie ich früher war und wie ich dann seit der Begegnung mit dem Tod bin. Also der Tod hat eigentlich mehr oder minder mein Über-Ich ausradiert. Also nicht komplett. Aber von daher, also ich denke mal, in dem Moment, du kannst die Macht des Über-Ichs eigentlich auch wirklich nur ahnen, wenn du mal einen Moment der Freiheit erlebt hast. Ja, dann weißt du, ach so, so ist das Leben. Ach so, ja, hätte mir das nicht jemand vorher sagen können? Also so, ja, ach so, so geht das. Und kurz danach kommt wieder der nächste Angriff, kommt wieder der nächste Versuch, dich wieder zurechtzustutzen, auf Linie zu führen. Und das mache ich selbst, aber ganz oft sehe ich es auch im Außen. Ja. Und ganz oft deute ich Dinge, die mir entgegengebracht werden, als Kritik. Ich meine, wir wissen das, dieses Phänomen, jemand sagt etwas zu uns oder vielleicht sagt er nichts. Er guckt. Verstehst du, wie Ja. reagieren wir? Verstehst du, jemand macht gar nichts und guckt nur und in uns, wir versinken in Scham. Ja, wieso eigentlich? Ja, das, da, dieses nicht, dieses neutrale Schauen deuten wir in eine bestimmte Richtung. Ja. Und dann kommt der eigene innere Kritiker und ja, und dann siehst du plötzlich die Kritik. Du siehst sie im Außen. Ja. Mhm. Soweit erstmal. Ja, diese Frage, wo ist der Kritiker oder wer ist der Kritiker, Mhm. ist eine ganz entscheidende, weil das, was du gerade beschrieben hast, würde ich so für mich übersetzen, wie wir projizieren halt diese Kritik nach außen, weil wir nicht ertragen können, wie scharf gestellt er ist, wie brutal der sein kann. Und ich glaube, dass wir manchmal deshalb auch diese Räume fürchten, in denen wir bejaht werden. Wir hatten das ganz am Mhm. Anfang. Da hast du diesen unheimlich wichtigen Punkt gebracht von, das Gefährlichste ist, wenn das Ja kommt. Mhm. Das Gefährlichste ist, wenn einfach man bejaht wird. Zumindest, wenn man dieses Problem betrachtet, was wir gerade irgendwie in die Hände nehmen.
Ähm, in dem Moment ist, glaube ich, die Bereitschaft dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, was auch an Trauer da ist. Also welche Trauer aufkommt, du hast es gerade gesagt, mit dem, das hätte mir auch mal jemand vorher sagen können, dass das Leben sich so anfühlen kann, wie es sich für dich anfühlt, seit du quasi durch die Konfrontation mit dem Sterben müssen oder mit dem möglichen nahen Tod etwas in dir geweckt wurde, was diesen Kritiker oder das Über-Ich im Verhältnis zum Freiheitswunsch und zur Lebendigkeit ähm, kleiner gestellt hat. Oder vielleicht ein bisschen entwaffnet hat, wie bei Harry Potter mit dem Expelliarmus. Also der ist nicht ganz weg, aber er hat zumindest nicht mehr so viel Macht. Und ja, es gibt etwas anderes, was eben jetzt gerade dann für dich es gibt etwas, was in dir stärker ist als die Angst, nicht mehr dazuzugehören, die Angst, außen abgelehnt zu werden oder welche Dinge auch immer das sind, die man da fürchtet. Und vielleicht auch nicht, also ich unterstelle dir das jetzt, ich bitte interveniere, aber ähm, ich glaube, es ist ein Phänomen, was dann Menschen vielleicht auch kennen, die auch diese Selbstbefreiung erleben. Ähm, Da ist auch mehr Bereitschaft, sich zum Beispiel mit der Trauer darüber auseinanderzusetzen. Und das ist der Preis, den man häufig zahlt. Mit der Trauer, mit der Wut, mit all diesen unterdrückten Dingen, die wir unterdrücken mussten, um uns nicht diesem Selbstverrat, den wir kontinuierlich begehen mussten, zu stellen. Ich glaube, das ist eine der Formen von Schmerz, die sehr unterschätzt werden. Wir fürchten so häufig von anderen verlassen zu werden oder wir fürchten darauf aufmerksam zu werden, dass wir anderen gefallen wollen. Aber dieser Teil, dass man sich dafür selber spalten musste, immer schon auf eine Weise, sich diesem Selbsthass, nenne ich es mal, zu stellen, ist, wie ich es kenne, ein körperlich auch sehr brutaler und herausfordernder Prozess. Das sind Formen von Schmerzen, die sind anders als beim Verarbeiten von Verlust zum Beispiel anderer Menschen. Es ist irgendwie, ich habe das mal von jemandem zitiert gehört, sich selbst anzunehmen oder sich selbst zu lieben, da wurde irgendwie Carl Gustav Jung zitiert, ist wie ein heißes Eisen zu umarmen. Das sind diese Prozesse, die bei dieser Selbstannäherung nach innen auftreten. Und dass ich die bin, die sich oder dass du der bist, wer auch immer, dass ich die bin, die sich ins eigene Fleisch schneidet, das ist mit einer Unerträglichkeit verbunden, die man halt, der man sich stellt, wenn einem die Freiheit so viel wert ist oder die Bewegungsfreiheit oder Mhm. also mit der man rechnen muss, denke ich, in dieser Kultur. Und zugleich gibt es eben unzählige Momente, in denen einem klar wird, boah, ich habe systematisch entweder Menschen aufgesucht und Menschengruppen aufgesucht, die mich von außen begrenzen oder die ähm, diese Tabus ziehen und wo ich es relativ bequem habe, weil ich die ganze Zeit denken kann, dass ich ja so frei bin. Und eigentlich will ich ja so viele Sachen machen, aber es sind die anderen, die mich da begrenzen. Die anderen würden das nicht aushalten. Und solange ich das denken kann und mir halt zum Beispiel Menschen suche, die das dann auch noch bestätigen, habe ich es ziemlich bequem in meiner Vorstellung, weil mit der Fantasie kann ich mir mich sehr groß vorstellen. Ohne Kämpfe, ohne Probleme, sehr intakt. Das ist sehr leicht, da hat man auch eine Kontrolle über dieses mögliche, irgendwohin projizierte, gewünschte Selbstverhältnis oder wie Lebensgefühl. Mhm. Und dann Mhm. kann es sein, dass man also in Räume geht, wo Menschen sind, die überhaupt kein Problem mit einem haben. Und dann sieht man das in jeder Geste. Dann denkst du, der andere, der kann mich doch nur hassen. Und das ist auch sehr interessant, weil wenn einem das auffällt, dann merkt man, wie gestört die eigenen Gedanken häufig sind. Also wie krass es ist und wie schwer es auszuhalten sein kann,
dass andere einen sehr gut ertragen können und überhaupt kein Problem mit einem haben. Und da wird einfach klar, da ist es so wichtig, dass man diese Selbstverantwortung annimmt und spürt und an irgendeinem Punkt, irgendwo muss man anfangen aufzuhören, sich dafür zu hassen. Und das könnte der Moment sein, in dem man auffällt, dass man projiziert. Okay, ich fange jetzt hier an. Ich hasse mich nicht mehr dafür, dass ich projiziere. Dann projizierst du plötzlich nicht mehr und verstehst ja, dass das in dir eine Linse war. Und dann ist der nächste Schritt vielleicht, okay, ich hasse mich nicht mehr dafür, dass ich diese Linse hier drin habe. Dann geht es weiter zurück. Okay, ich hasse mich nicht mehr dafür, dass ich wütend auf die Menschen war, die mich ursprünglich so begrenzt haben oder woher diese Stimmen kommen. Und immer weiter zurück. Okay, ich hasse mich nicht mehr dafür, dass ich diese Begrenzung in mir kultiviert habe. Da gehst du immer weiter rein, wenn du diese Linie verfolgst. Und das, glaube ich, sich dafür Geduld zu haben mit sich. Das ist ja ein Prozess, der immer hin und her geht. Dann hast du Ausbrüche von Freiheit und dann schlägt das wieder zu. Und das ist vielleicht ist es manchmal ein gutes Zeichen. Der Satz, mich selber zu lieben, ja, Hm. mich selber zu akzeptieren, der ist ja im Grunde Mainstream. Der ist ja in jeder Munde, ja. Aber die meisten, für die meisten ist es nicht erreichbar, weil sie nicht wissen, was das ist. Also mich selber zu lieben geht ja deswegen nicht, weil die inneren Urteile so extrem stark sind. Ja? Und das bleibt irgendwie Theorie. Und ein Akt der Selbstliebe ist es, diese Urteile abzuwehren. Also ein Akt der Liebe ist überhaupt erstmal diese Urteile bewusst zu machen, die da sind. Ja, du nennst es Selbsthass, das ist so, ja. Das ist im Kern ist es ein Selbsthass. Ja, weil wenn du dir die Urteile anguckst, dann sind es sehr gemeine Urteile. Ja? Und sehr gemeine Urteile über mich selbst. Das ist eine Form von Selbsthass. Und ich kann diese Urteile nicht unterdrücken, die sind da. Aber ich kann sie abwehren. Und das ist etwas, was ich glaube im Normalfall nicht gemacht wird. Weil die Urteile so dicht dran sind an uns. Sie erscheinen wir selbst zu sein. Ja, ich mag mich nicht oder ich hasse mich. Das stimmt nicht. Mein Über-Ich hasst mich. Also die Stimmen sind Stimmen des Hasses gegen mich selbst. Das bin nicht ich. Das ist jemand anderer. Also diese Haltung müssen wir einnehmen gegenüber diesen Stimmen. Die meisten, glaube ich, versuchen dann, also so jedenfalls habe ich es gelernt, ja, wirklich eine klare Position von Nein, Stopp, im Angesicht der Urteile, im Angesicht der inneren Urteile und teilweise sogar ohne die Urteile zu kennen. Du spürst nur die Wirkung. Manche Leute haben einen klaren Zugang dazu, welche Urteile das sind. Ja? Und dann kannst du auch sagen, Stopp oder Nein. Und manche Menschen haben gar keinen Zugang, was die Urteile sind, aber sie spüren die Wirkung. Und du kannst, wenn du die Wirkung von Scham oder Schuld spürst in dir, kannst du sagen, nein. Ohne zu wissen, zu wem du das sagst. Stopp. Und das, weil es geht darum, Raum zu bekommen. Es geht darum, Raum zu bekommen. Du musst dir Freiraum machen.
Du musst ihn dir erkämpfen. So, ja. Und, und du hast völlig recht, dass das Über-Ich bietet eine unglaublich starke Orientierung. Das ist da, oh, davon hast du gesprochen. Ja, wir sind in Grenzen oder wir sind meinetwegen in Umgebungen, wo wir uns kleiner machen müssen, aber das gibt uns auch eine Orientierung. Und wir können uns weiter auch als ein Opfer fühlen, so ein Opfer der Umstände. Aber im inneren Raum geht es darum, Stopp zu sagen. So, Stopp. Also das wäre eine Abwehr. Ne? Es gibt verschiedene Abwehrmöglichkeiten und eine ist Nein, Stopp, Schnauze. Ohne zu diskutieren. Wir haben eine Tendenz zu diskutieren. Aber gut, das kommt gleich. Erstmal so viel ist dieses sich selber zu lieben, ist nur ein Wort. Und eigentlich ist es ein neuer Anspruch, weil das Über-Ich liest mit. Wenn wir ein Buch lesen über Liebe dich selbst, unser Über-Ich sitzt direkt dabei und wenn wir dann das nächste Mal uns selber, wenn es uns angreift, dann wird es uns sogar dafür fertig machen, dass wir uns jetzt nicht lieben. Verstehst du? Es liest mit. Er hört mit, der Feind hört mit. So, ja. Und dann wird aus dem Satz, du musst dich akzeptieren, wie du bist, eine hohle Phrase und ein weiterer Anspruch des Über-Ichs. Das ist ein weiterer Anspruch. So. Hm. Ja, Ja. das ist interessant, weil du von Feind sprichst und ich glaube, es ist der einzige Feind, der wirklich Hm. greifbar da ist. Also das Hm. ist, ansonsten würde ich von Gegner sprechen, aber Mhm. das Ja. ist wirklich eine Art. Wobei, wäre nochmal interessant, was das alles heißen kann, aber ich würde sagen, da passt dieses brutale Wort drauf. Ja. Ähm, Und zugleich hat er auch noch eine andere Seite. Also, wobei, ich glaube, dass du eigentlich recht hast und das ist etwas, wo du auf dieses Perfide, glaube ich, auch zu sprechen kommst, was der innere Kritiker oder das Über-Ich hat. Das Über-Ich ist ja nicht nur der innere Kritiker, würde ich sagen, da gibt es auch Verschiedenes, Mhm. So ist das, ja. aber diesen Teil meinen wir, glaube ich, oder mit dem, den kneten wir hier gerade ja so ein bisschen mit Worten. Ah, cool. Ich habe schon auch Stresshäkeln eben gemacht, als das Internet weg war. Haha, Stresshäkeln. Ja, Hahaha. ja. Hahaha. Ja, da kann man ganze Pullover machen, wenn Ich das häkel Internet. immer das Gleiche, weil ich will keine neue Wolle kaufen, dann mache ich das immer wieder auf. Das nennt Ähm, sich sparsam, ja, okay. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, es geht nicht um das Fertige, es geht um den Vorgang. Aber Also das nur, also da hast du recht und das sage ich jetzt sofort. Der innere Kritiker ist ein Aspekt des Über-Ichs. ja. Es gibt auch den inneren Lober, Oh ja. der sagt, oh, Alter, das hast du gut gemacht. Aber jetzt musst du dranbleiben. Ja, du darfst auf beide nicht reinfallen. Nee, Das ist, das ist so. also wenn Mhm. du willst, können wir gerne auflockern. Ja, Also ich also finde das Format total spannend, was wir gemacht haben. Wir können jetzt aber wieder, finde ich, also unterbrich mich ruhig, wenn du Bock drauf hast. Ich ich habe mache gerade dann das, so. Ich nö, mach, mach einfach. ach so, Ja. okay, okay. Ja, kann ich auch machen. So, ich gehe mal wieder auf Originalton. Mhm. Also der ist perfide. Absolut. Der ist perfide. Der kann auch, also der ist, wie du sagst, der schneidet alles mit. Ja, Der schneidet alles mit und der kann seine Stimme verstellen. ja, Und das ist ein Gestaltwandler. Und ja. ich habe jetzt gerade, also du kennst wahrscheinlich diese ganze Harry Potter Nummer, ne? Für mich ist das eine sehr Ja, wichtige Geschichte. Und es gibt eine Figur, die habe ich irgendwann auch mit dem Björn mal kurz zwischen gehabt. Der Irrwicht. okay. Niemand weiß, wie ein Irrwicht aussieht. Hm. Das ist ein Wesen, also etwas, eine Entität oder ne, wie auch immer man das nennen möchte, das versteckt sich irgendwo in Schränken, in alten Schränken, irgendwo Mhm. Mhm. in irgendwelchen Hohlräumen, wo es dunkel ist. Niemand weiß, wie das aussieht. Ich Mhm. glaube, irgendjemand hat das schwarzen Nebel äh,
irgendwo spekuliert beschrieben. Aber eigentlich weiß man das nicht, denn in dem Moment, wo das Ding rausgelassen wird, verwandelt es sich in die Gestalt der größten Angst des Menschen, auf den Ja, der trifft, den der erschrecken will. So, für die einen ist das eine riesige Spinne, für den anderen ist es halt irgendwie, sind das die Dementoren, für den anderen ist es ein Mond oder was auch immer. Also es nimmt immer die Gestalt an, vor der du dich am meisten fürchtest. Und es gibt in dem Moment keine andere Möglichkeit, als es wahrzunehmen und diese Figur auch zu nehmen, ernst zu nehmen und dann zu sagen, ridiculous und sich genau diese Figur vorzustellen in einer Weise, die das ins Lächerliche zieht. ja, Und ich glaube, es gibt eine Form von Selbsthumor, also über sich selber lachen, die nicht ein neuer Angriff ist und die auch nicht über das Gefühl wegkompensiert, das man da hat oder hatte. Weil genau. das sind so die Planken, an denen diese Gefahrenzonen sind, Ja, von schon wieder von sich abrücken und das schon wieder benutzen, um halt das nicht spüren zu müssen. Sondern die Form von Abwehr, wie du es auch sagst, mit diesem Nein, Stopp, das ist das, was sich erst in dem Moment zeigt, wo es akut wird. Und ich glaube, dazu muss man bereit sein, dass das akut wird, dass dieser Angriff auch wehtut und dass man den mitkriegt und dass man dann wachsam ist und ne, dass man dann sich auch aufbaut. Es geht nicht darum, immer das Gleiche zu tun und dann zu glauben, man hätte eine Patentlösung dafür, diesen Kritiker abzubauen, sondern es kann immer zuschlagen. Ja, okay. Ne? Also, also es ist das Nein, das Stopp, ja, das ohne Argumente ist die effektivste Form, weil sie kompromisslos ist und weil sie keinen Inhalt benötigt. Weil du sonst leicht, also wenn du, es gibt grundsätzlich 5 verschiedene Arten der Abwehr, aber das ist die eine und es gibt auch Humor, das ist eine andere. Aber die ist gefährlich, weil da könntest du zum Beispiel sagen zum Über-Ich, wenn das sagt, Mann, bist du ein Feigling. Ja? Das wäre so ein Satz meines Über-Ichs. Du bist feige. Das ist somit einer der härtesten Angriffe, die ich erleben kann. Du bist feige. Und wenn ich dann könnte ich, also ich kann einfach sagen, Schnauze. Ohne Diskussion. Aber ich kann auch sagen, ja, 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 ich weiß, such dir einen anderen Sohn. Oder so, ja, ja, genau, ich weiß. Und du bist auch feige. Also ich könnte irgendwas in Humorrichtung machen, aber wenn das nicht gelingt, das Über-Ich wird dann sagen, na, was war das denn für eine lahme Abwehr? Ja, also das war doch jetzt nicht besonders lustig, oder? Das heißt, du musst gucken, du darfst nicht in eine Diskussion kommen. Also wir nennen das, oder im Englischen heißt es colluding with the superego. Mit dem Über-Ich kollaborieren. Das ist eine gefährliche Angelegenheit und deswegen ist diese Abwehr die einfachste, die funktioniert immer. ja, Aber es gibt eben noch ganz andere, das ist sicherlich die gröbste Form und die funktioniert eigentlich immer. So, ja. Weil bei der anderen bist du im Risiko, dass du es dem Über-Ich plötzlich versuchst wieder recht zu machen. Oder eine besonders außergewöhnliche. Das Über-Ich könnte zum Beispiel zu dir auch sagen, echt schon wieder mit der Abwehr? Du bist ein bisschen mittelmäßig, oder? Nina, ne, willst du nicht irgendwas Außergewöhnliches heute mal probieren? Es kennt ja dich. Das heißt, es ja, kennt deine Schwächen. Deswegen ist dieser Typ, den du da jetzt, über diesen von Harry Potter, das ist eine Kraft, die kennt all deine Schwächen. ja, Ja? Und es attackiert dich dafür, für deine Schwächen. Es greift dich an. ja. Ja, es kennt dich wie keiner sonst und es wird auch deine Abwehr kritisieren. Ja, so. Was würdest du denn sagen? Also bei mir ist es zum Beispiel feig, also wenn ich mit Feigheit konfrontiert werde, innerlich, du bist feige oder du hast viel zu viel Raum eingenommen. So, ja, du bist zu viel. Ja, oder du hast einen Fehler gemacht. Das sind so bei mir Hm. schlimme Sachen. Was würdest du sagen bei dir? Was wäre dann so ein Urteil? Also eins,
was du auch mitteilen möchtest oder was, wo du sagst, okay, das ist eins, was, mit dem kriegt mich mein Über-Ich immer, sozusagen. Ich versuche es gerade zu fragen. Das hat sich gerade interessanterweise zurückgezogen mit seiner Also das Profilierung. ist typisch, ne? Immer wenn man danach sucht, wo ist es, dann ist es plötzlich weg, ne? So. Nein, das sind ja auch Urteile, wo wir die Tendenz haben, sie bei anderen auch zu sehen, dass sie das über uns haben, ne? Ja, Also du findest solche Dinge auch zum Beispiel über Gebote. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wenn du jetzt einfach deine persönlichen 10 Gebote formulieren würdest, was wäre das erste Gebot? Also du so, darfst nicht jammern. super. Oh, super. Du darfst nicht jammern. Und dann, Boah, du darfst nicht jammern. boah, Du darfst nicht jammern. Und dann kommt erstmal lange nichts. Du darfst genau. nicht wollen, wobei sich das ändert. Ja, ja, ich verstehe. Du darfst nicht wollen, du darfst nicht jammern, du darfst nicht wollen. Ja. Wunderbar. Und es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Also, Du darfst nicht jammern. Du da gibt es ein darfst paar nicht Sachen, über die jammern. möchte ich Hm. nicht sprechen. Ja, klar, logisch. Das ist aber. d- d- Ich kann hm. aber sagen, warum. Das ist jetzt keine Diskussion damit, aber ich finde diesen Aspekt gerade schön. Also, Okay, ich finde okay. es gerade zum Beispiel total schön. Und da will er gerade so, da fängt er schon ein bisschen an zu drohen gerade wieder, weil ich Mit hier. was? Mit was? Erzähl doch jetzt nicht davon, dass du etwas gut findest, was du hingekriegt hast in deiner Entwicklung. Aha. Spiel dich nicht so auf. Aber das mache ich jetzt. Spiel dich Ich nicht spiele so mich auf. jetzt mal auf. Spiel dich Ähm, nicht so auf. Genau. geil, das ist schön, wenn du das übernimmst. Das ist so, ja, okay. Mhm, Alles klar, mhm, Ridiculous. mhm, Ähm, Ah, ridiculous ist eine Abwehr, genau. Ja, ja, genau. Mhm. es gibt, also ich bin wirklich, ich kann auf viele Momente zugreifen inzwischen, Mhm. in denen ich bis zu Tränen berührt war Mhm. von mir selber in Momenten dieses Kampfes gegen diesen Feind oder gegen diesen Ja, Gegner ja, und sich mit Dingen durchzusetzen, indem man sie einfach macht, ja, ähm, wo ich wo ich das wirklich krass finde. Und wo ich auch stolz drauf bin, ehrlich gesagt. ja, Weil davon gibt es echt viele. Also es gibt vieles, was geerbt ist. Es gibt viele Eigenheiten. Ähm, und wenn man dann merkt, dass man plötzlich etwas machen kann, was für andere völlig selbstverständlich ist, aber für einen war es das halt überhaupt. Diese, also lebensbejahende Dinge. genau. Ja, Ähm, und also ich erzähle das jetzt, also ich spare das jetzt aus, was es genau ist. Nicht, weil ich es schlimm finde, darüber zu reden, aber weil ich einfach feststelle, dass ich mit diesen Momenten so eine starke Intimität habe. mhm. Und ich habe oft diese Dinge, und es kommt hin und wieder auch vor, aber ich habe oft genau diese Dinge auch nicht in meiner Intimität mit mir selber gelassen und Ja, sie benutzt, um zu hoffen, dass ich damit andere befreien und anderen helfen kann. ich verstehe. Und das ist wieder auch so ein, Mhm. ich glaube, das kommt auch von diesem Kritiker, dieses, Ja, du kannst schon auch deine schönen Momente erleben, aber du musst auch sofort darüber nachdenken, wie du es für andere nützlich machen kannst. Du musst für genau, andere das sofort, also du erlebst irgendwas Krasses und dann so, okay, wie kann ich das jetzt verwandeln in etwas, von dem auch andere profitieren? Also dann kann ich, genau. das kann ich natürlich jetzt formulieren. Du darfst nicht alleine profitieren. Nicht Du darfst egoistisch nicht, sein. ja, du Ja. darfst nicht alleine auf der Bühne sein. Mhm. Ne? Du musst immer, Mhm. Du musst anderen helfen, ne? ja. Mhm. Und Mhm. das ist Mhm. interessant, weil es hat diese andere Formel von du darfst nicht jammern. Ja, Ich hasse das natürlich auch bei anderen, natürlich. absolut. Also einerseits, weil ich das wirklich manchmal, also oft nervig finde und das Klar. wirklich, also wirklich unerträglich finde in vielen Fällen. Ja, Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Klage und zwischen dem Jammern und das ist wichtig zu unterscheiden. Und mhm.
Es gibt einen Teil, der konfrontiert halt Menschen, die, glaube ich, sich ein bisschen zu sehr in dieser, ich muss tapfer sein und ich muss alles alleine machen und ich muss im Zweifelsfall halt auf mich selber, also ich muss am Ende auf mich selber aufpassen, ist eine Stärke, ne? Also es ist Ja. Mhm. eine Stärke, aber es ist auch ein Selbstschutz und es ist darin auch etwas, wo man Gefahr läuft, sich auch einfach Erfahrungen zu verwehren. Klar. Also es ist interessant herauszufinden, wie man das doch üben kann. Das muss man üben, wie jemand, der diese Sprache nie gesprochen hat. Also wirklich mit kleinsten Sachen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Phase hatte, wo mir das so bewusst wurde. Zum Beispiel Thema Vertrauen unter sich anlehnen, Gewicht geben. Wir hatten das mit dem Contact-Impro. Das war Mhm. für mich total schwer, mal Gewicht zu geben. Da wirst du ja darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe das dann Mhm. eher, also mich auf jemanden zu lehnen und mich nicht irgendwie noch so ein bisschen abzustützen. Und dann habe ich angefangen, das bei Bäumen zu machen. Weil das sind lebendige Wesen, also ist schon mal nicht schlecht, ist keine Wand. Und ich habe das Gefühl, dass die auch irgendwie kommunizieren und dass dann irgendwie so ein Austausch stattfindet, Ja. energetisch. Und da hat es mein Kritiker auch schon wieder kurz, als ich energetisch gesagt habe, weil es ist ja auch total peinlich, solche Worte zu benutzen. Das ist ja überhaupt nicht Okay. wissenschaftlich. Okay. Ach so, du Aber es musst ist mein Erleben. du musst wissenschaftlich sein. Nee, muss ich eigentlich nicht, weil ich ja Nein, nein, überhaupt aber nichts mit der. Ja, das ist das, was die Anforderung ist. ja. Aha, du Schön, dass musst, du die Notizen machst, damit du das alles nee, gegen nee, mich ich muss verwenden das, kannst. kann man sagen, du musst intellektuell sein? Ja, ich muss aufpassen mit blumigen esoterischen Begriffen, weil, also, ja, da wo ich herkomme, ist das ein Hinweis darauf, dass man halt irgendwie was ganz Komisches ist. Dabei ist das mein Erleben. Also, und ich Genau, finde diese Zugänge gar nicht so schlecht oft, weil sie etwas besser genau. erzählen können. Genau, und das ist ein entscheidender Punkt. Erstmal ist das, was ich mir jetzt notiert habe, du musst intellektuell sein, du darfst nicht dieses pseudospirituelle Gebrabbel von dir geben. Spiel dich nicht so auf, jammer nicht und Leg keine Karten. leg keine Karten, auch keinen, also ich bitte Nur dich, für mich um 12 Uhr, wenn keiner zuguckt. also ich Und ich bitte davon dich, ja, also profitiere. Ja. denk nicht mal daran, ja. Und das heißt, das Über-Ich ist eigentlich der Durchsetzer eines Ich-Ideals, eines Gesamtbildes von wie du sein sollst. Ja, also eines Gesamtanspruches an Ja. dich, wie du zu sein hast. Und dann hast du gesagt, aber ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Moment mal, weißt du so, ich Ja. will das gar nicht. Und genau so ist das. Es ist tatsächlich so. Ich bin gar nicht so. Verdammt nochmal. Und dann kommt auch diese Energie von, Alter, lass mich in Ruhe. Ja? Und genauso kannst du auch reden mit diesem Inneren. Alter, lass mich in Frieden. Ich bin gar nicht so. Ja. So, ja. Aber das war es auch schon. Weil auch Ja. da kann man leicht in so ein, oh, lass mich, ne, und so. Nein, das Über-Ich ist wie ein Tonband. Das ist ein automatisches Ding. Das läuft immer automatisch. Das ist nicht irgendwie freier Wille oder das ist nicht das, was ich denke, weil ich das denken will. Nee, das ist automatisch. Das denke ich immer. Du hast es eben wunderbar beschrieben. Du sprichst und während du sprichst, kommen die Angriffe. Ja. Du sagst ein Wort. Was war das Triggerwort hier eben? Du, Energetisch. energetisch und schon das Über-Ich. Wow, Alter, ne? Und das ist wie, als würde hier sozusagen noch dein Onkel, deine Tante, deine Mutter, dein Vater, alle mit dabei Ja. und so zuhören. Nina, was hast du gesagt? Energetisch? Du, du weißt doch, dass. Und, und, und das ist wie als. Unpräziser Begriff. Aha. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Es Ja, geht schon ja, wieder ja, das ist los. auch das ist ganz schlimm. Da ist mich schon wieder, jetzt hast du mich unterbrochen. Also jetzt, genau. Weil das Über-Ich ist ja, ne, das hat jetzt mitgelernt. Er hat gelernt, wir haben hier ein Thema mit zu lange reden. Wir haben hier ein Thema mit Raum einnehmen. Du nimmst zu viel Raum ein. Hier auf der Bühne, Nina. Weißt du so. Das heißt, jetzt ist so bei dir schon, ich muss mich jetzt irgendwie kontrollieren. Aber dann kommt ja, dann sprudelt es ja und dann plötzlich wieder, paff. So, ja, paff. Und so muss man sich das vorstellen. Das, was du jetzt geschildert hast, oder was du erlebst, oder was wir jetzt gerade erleben, das ist der Normalzustand.
Das ist der Normalzustand von jedem Menschen. Jeder Mensch ist eigentlich die meiste Zeit ständig dabei, einerseits zu agieren in der Welt und andererseits sein eigenes Über-Ich in Schach zu halten, dem zu genügen, was da die Anforderungen sind, sich in der Richtung zu bremsen, etwas anderes zu forcieren, irgendwas zu manipulieren, irgendwas zu unterdrücken. Die ganze Zeit. Und deswegen sind Leute auch so gestresst und fertig. Verstehst du, weil die haben nicht nur ihre Arbeit. Die haben nicht nur ihre Kinder, mit die sie versorgen müssen, nein, die müssen sich auch noch um ihr Über-Ich kümmern, was die ganze Zeit nörgelt, die ganze Zeit ein fortwährendes inneres Genörgel, Kritisieren, das ist nicht gut, hier müsstest du, aber hier hast du das gemacht. Das ist wie der schlimmste Ehepartner, den man sich vorstellen kann, den man immer bei sich hat, der die ganze Zeit an einem rumnörgelt. So muss man sich das vorstellen. Und du die ganze Zeit versuchst du dein Bestes, dem zu genügen. Aber es genügt nie. Nie. Du kannst es ihm nicht recht machen. Du kannst es deinem inneren Kritiker nicht recht machen. Und die Leute versuchen es ihr Leben lang. So. Und ich habe eine Theorie. Jo. Ich glaube, es gibt diesen Masochismus. Also ich kenne den Ja. von einigen Menschen. Ich kenne ihn teilweise auch von mir. Wobei ich auch glaube, dass sich da was geändert hat. Aber ich glaube, es ist so, dass auch Menschen in manchen Konstellationen, in manchen Beziehungen stecken bleiben, damit es wenigstens ein anderer ausspricht. Genau. Um sich halt einfach selber zu suggerieren oder sich selber vorzugaukeln, dass man so sehr leidet, weil der andere das tut. Genau. Das Und ist so. ich wäre ja frei, aber meine Frau. Oder ich wäre ja Ganz frei, genau. aber mein Mann. Oder meine So Freunde. ist Oder das. mein Chef. Genau Und so ist das. es hat etwas von, es klingt jetzt bekloppt, aber oder paradox, aber es hat etwas von Erholung manchmal, Ja, wenn jemand anderes das übernimmt. Es ist zumindest nicht mehr in mir. genau. Und ich glaube, Ganz also genau. nicht nur das, also nicht nur die nörgelnden Leute, sondern ich glaube auch diese Projektionen oder irgendwelche Sachen, wo irgendwas nicht läuft, was unzufrieden macht oder sowas. Hauptsache, ich kann sehen, wo das Problem ist. Genau. Und ein Trick, der mir mal irgendwann eingefallen ist, also es ist kein Tipp, es ist nicht so, hier mach das mal nach oder sowas, aber es ist mir aufgefallen. Wenn einem das klar wird, dass man gerade davon so extrem bestimmt ist, also dass Ja, dieser rigide Teil auf einen so abfeuert und die ganze Zeit, nein, mach das so, nein, mach das nicht, mach das hier. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Und ne, also ja, also dieses Unterdrückende. Zum Spiegel zu gehen, nichts daran zu ändern und diesem Pisser in die Augen zu gucken. Also in dieses hässliche Gesicht zu gucken, das man dann selber hat. Das mal zu sehen. Das fand ich krass, das fand ich befreiend. Und also ich habe das oft erlebt, dass das sehr emotional wird, weil man merkt, wie fremd das ist. Also dass es wirklich, so ist das. wenn das einen so übernimmt und man vergisst, Ja, dass da auch anderes ist, wenn man diese Gewalt gegen sich selbst, wenn man die mal sieht. Und wir sehen sie häufig am anderen. ja, Entweder weil der andere das tatsächlich wie bei einer Übertragung übernimmt oder weil der Mensch halt so ist und da auch Spaß dran genau. hat, rigide und unterdrückerisch zu sein. Und man kann aus irgendwelchen Gründen nicht gehen. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, aber ich glaube, es ist ein unterschätzter. Aber es zu sehen, sich selbst dabei zu sehen, wie man Ja, auf sich draufhaut und wie das dann aussieht. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das hat mir genau. echt geholfen. Immer mal wieder. Weil es was Ja, deutlich macht. ja, weil es deutlich macht, dass du das nicht bist. Ja, ja. Und das ist Ja, gruselig. ja, Dass diese Jahre, also da ist noch was anderes. ja, da ist noch was anderes. Der Doppelgänger, also das ist ja, oh. Also ich habe Da gerade ist, Gänsehaut, weil es ist so, das ist so. Und boah, dann wird klar, wie heißt es bei Harry Potter, diese Figur, Irrwicht. der Irrwicht. Der Irrwicht bist du selbst. Ja,
Der Irrwicht bist du selbst. Also du nimmst Ja. selber die Form deiner schlimmsten Angst an. Und das ist natürlich super wichtig, dass du das reinbringst, ja, wir gestalten uns unser Über-Ich in Form unseres Partners gerne, sehr gerne, ja. Und ob er dann auch so ist oder ob wir ihn selber dahin treiben, das passt dann alles so gut zusammen, dass es letztlich auch wurscht ist, Hm. ja. Aber wenn du das Über-Ich in dir selber abwehrst, dann ist es auch eine Abwehr gegen das, was dir von außen entgegenkommt. Spielt dann letztlich keine Rolle mehr. Ja. Ja. Das ist alles ein Akt der Selbstbefreiung und natürlich musst du gegenüber jemandem, der dich angreift im Außen, musst du auch sagen, nein, nein, so machen wir das Keine nicht. Diskussion. Keine Diskussion. Ja. Aber das ist nur sozusagen die aggressive Form der Abwehr und es gibt auch Formen, die auch den Schmerz einfach spüren. Hm. Ja, das sind dann einfach das ist dann eine Abwehr durch Mitgefühl, wo du einfach auch nicht diskutierst, sondern einfach nur den Schmerz spürst in dir. Ja, es tut weh. Also das Ja. dann auch innerlich zu sagen, es tut weh oder hör auf, es tut weh. Und das kann man natürlich auch jemand anderem sagen, so ist das nicht. Ja. Ja, es sagt, hör auf, es tut weh. Ja, und das kannst du auch gegenüber dem eigenen Über-Ich sagen. Ja, und das ist jeder muss da sein, oder er muss auch experimentieren und Formen finden, die für ihn passen. Ja, Interessant ist auch noch etwas. Ähm, hm. Das sind ja wie so auch innere Verliese, glaube ich. Ja, das Das kann man so sagen. Schuldgefühl, Ja, also der Kerker sozusagen. Schuldgefühl, hm. Scham, Hm. Kontrolle, also all diese Sachen. Und meine Erfahrung zeigt auch, dass wenn einen diese Prozesse auch dahin bringen, dass einem das klar wird. Ich habe einen inneren, also ich bin ein ich habe ein inneres Gefängnis in mir sozusagen. Und da gibt es aber eben auch verschiedene Abteilungen Ja, ähm, für verschiedene Fälle. Also einmal das, was einen ja auch pusht, wo man irgendwie denkt, du musst Leistung zeigen bei allem. Und das ist also diese Performance, auch die Performance frei zu sein in der ja, Selbsthilfeszene, in der Spiri-Szene. So ja, ein bisschen drüber Erleuchtung. hinweg zu fliegen und alles wegzukompensieren, Ja, überhaupt nichts mehr damit zu tun zu haben, ja, erleuchtet zu sein und das ständig auch zeigen zu müssen. klar. Das macht das ja noch unsichtbarer. Das kann richtig nach hinten losgehen. Habe ich schon Ja, ein paar Mal gesehen. Wenn die dann plötzlich ausbrechen, weil es nicht mehr möglich ist, diese Rolle zu spielen. Also richtig, da muss man so hart aufpassen. ja, das ist auch das Über-Ich. Also wir Ja, nennen es dann das spirituelle Über-Ich. ja, Also da das Über-Ich immer dabei ist bei jedem Seminar, was du lernst, und es wird sagen, ja, du musst drüber stehen, ja, du stehst drüber oder du bist weiter als die anderen. Ich meine, guck mal, diese Vergleiche mit, ne, der ist schon weiter in der Meditation als ich oder der ist auf jeden Fall weiterentwickelt. Das sind alles Über-Ich-Angriffe, die stattfinden, ja. ja. Oder wenn Also Leute sagen, ich bin authentisch. absolut, du, Das also. Interessante ist dann immer, ob irgendjemand hingeht und das mal wirklich testet. Ja gut, also bei denen, die sagen, ich bin authentischer, die haben den Test schon mal nicht Ja, bestanden, würde ich sagen. wahrscheinlich. Aber ähm, Man kann es versuchen zu sein. Man kann sagen, es ist mir wichtig oder es ist interessant. Aber ich habe es hinter mir gelassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also es reizt hm, mich dann immer. Ähm, also da ich rein, tue das oft nicht, aber also der Gedanke kommt, reizvoll rauszufinden, ob das wirklich stimmt oder ob sich da jemand nur aufgeblasen hat. Aber es ist ja, diese Gefängniskammern. hm, Also außen steht, hier ist Schuld, hier ist Scham, hier ist, ne, du bringst andere, du nimmst anderen Raum weg, du gefährdest andere. Ich hatte auch wirklich, ich wusste nicht, ob ich das sagen soll, aber ich hatte wirklich so einen drastischen Gedanken wie, ich rede dich kaputt und du kollabierst da am anderen Ende. ja, Das war genau, mein Gefühl, auch wenn dir das vielleicht nicht passiert ist, aber ich hatte das das war Gefühl, deine dass du, Angst, ne? ja, meine Angst war, dass ich dich zerstöre. Also, dass ich dich unbewusst zerstört habe. Das ist total krass gewesen. Aber dahinter, Und das ja, kommt von diesem Urteil, ähm, spiel dich nicht so auf oder du bist zu viel, ne? Oder
Da sind noch härtere Urteile in Das deinem sind noch Innern, härter. ne? Das ist, Ja, wenn ja. du nicht Mhm. aufpasst, die Mhm. ganze Zeit bringst du den anderen um. Ja, ich verstehe, ja. Also das ist so eine, ja genau, verstehe. Mhm. Ich habe mich halt von der Leine gelassen und ich habe nicht mehr richtig, das war der Punkt, das waren diese Punkte, ich habe nicht mehr drauf geachtet, wenn du einhaken wolltest. Ich habe Mhm. weitergemacht. Und Mhm. das Das war ist, dieses, meine mhm. Aufmerksamkeit war, ja, also ich bin einfach, ich hab's einfach laufen lassen sozusagen. Ohne Rücksicht. Okay, sei nicht rücksichtslos. Und also da ist ein Urteil, dass du rücksichtslos bist, ne? Ich habe nicht mehr auf dich aufgepasst. Ja, genau. Was ich ja nicht muss. Und also das ist das Ding, Mhm. weil du mir vielleicht auch signalisiert hast, du könntest, Mhm. also ich glaube, wenn, ich kann, ich hoffe es jedenfalls, aber das, vielleicht können wir das auch klar machen. Wenn du dieses Gefühl wirklich hast, boah, Nina, jetzt ist auch mal gut oder so, ne? Dann Mhm. bitte unterbrich mich. Tu's. Mhm. Das ist nicht Ja, deine das ist wie ein, Verantwortung, nicht deine ich Aufgabe. verstehe schon, das ist wie eine, das ist für dich dann einfach eine Art eine Unterstützung, ne? Das ist eine Art Halten und dass du nicht so alleine bist in dem Moment, ne? Dass du auch loslassen kannst in dem, was du gibst, ne? Dass du nicht allein, dass du dich nicht selber ständig auch kontrollieren musst. Ja, Ja, ich weiß nicht, wenn diese Sachen einsetzen, wo ich nicht mehr hm. den Überblick habe, da habe ich das Gefühl, irgendwas kommt raus. Ja, Und das hat auch nichts mehr mit mir zu tun, da denke ich nicht mehr nach über mich. Das ist ein geiles Gefühl. ja, Weißt du, das ist wie, ja, ja, es hat was Ekstatisches. Also es ist wie so ein, ja, wie so ein Verb, wie so ein Wortgasmus. Also, einfach, oder so nein, eine nein, Ejakulation. ja, natürlich, genau, Ja, und das genau, macht Spaß. genau, das stimmt. Ich verstehe, was du meinst und ich würde sagen, ich denke, dass das stimmt, ne? Es hat was Hm. Ekstatisches und hat was Unkontrolliertes auch, ja, und hat was Wildes und hat was Dunkles, Ja, und ja, das ist mir in dem und Moment egal, ob ich jemanden abhänge. ja, Also ist es nicht ganz, aber es ist für mich, mm, also ich kann mich frei reden. So, mm, das ja, geht schon. genau, ja, das heißt, dass du dich eigentlich doch permanent auch sehr stark kontrollierst, ne? Also du Ja. könntest noch viel stärker in den ekstatischen Ausdruck gehen, so, ja, Weißt du, was auch noch ein und, Punkt war? Also, mm, das kommt manchmal bei diesen Diskussionen mit dem inneren Kritiker auch heraus, dass man dann anfängt, Gründe zu finden. mm, Aber manche Sachen sind auch Hinweise. Also es ist etwas akut, ist das nicht hilfreich, aber manchmal ist es interessant, was dabei noch so auftaucht. Und ich muss gestehen, ich gehe auf das Thema nicht oft. Aber ich glaube, es spielt eine Rolle, wenn wir jetzt über dieses Thema Nina redet zu viel oder ja, so. Natürlich kriege ich da ständig Kritik für. Ich kriege auch Kritik dafür, wenn Leute es eigentlich gut finden. Weiß ich nicht. Also es ist alles, ja, ich das verstehe, habe ich oft schon natürlich gehört. Und das mm, ist inzwischen für mich so, dass, also ich meine, ich rede ja, ich mache es trotzdem, aber es ist ein krasser Kampf. Also wie du es bei deiner Frau beschrieben hast, die diese Fotos macht und dann jede Veröffentlichung stirbst du einen kleinen Tod. Das kenne ich ja ja, auch. ja, Ich kenne genau, auch den Angriff, wie gesagt, nach der Sache, weil man das Gefühl hat, dass ich soll es jetzt irgendwie doch auch machen, oder ich möchte es machen. ja, Aber danach muss man einen Preis zahlen. So. Und mm, genau, das Thema, worauf ich normalerweise versuche nicht abzuheben, es spielt auch eine Rolle, nicht nur kulturell, auch natürlich irgendwie, was so die Generationen einem mitgeben oder bestimmte, mm, ähm, ähm, also in der eigenen ähm, Linie. Es hat eine Rolle gespielt oder es spielt eine Rolle, dass ich das als Frau tue. ja, Also ich will das nicht, nee, nee, ich eindeutig, heb darauf oft nicht ab, weil es ist wie nicht jammern. Ich habe keinen Bock als Frau, mich in eine Opferrolle zu bewegen, weil mir das nicht hilft. ja, Aber es gibt schon dieses Erbe von zügle dich als Frau. Zügle dich als Frau. Rede als Frau nicht. So. ja, genau, Sei als Frau nicht intellektuell. Weißt, es ist ja, macht ja auch mm, Spaß. Es macht, Denken macht mir Spaß. Ähm, mach das als Frau nicht. Nicht mm, nur, das ist unattraktiv, das schreckt Leute ab, ne? mm, 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 Sondern auch wirklich wie ohne Grund.
das hast du nicht zu tun. Das ist etwas, das Männer machen dürfen. Und Ich wollte Männer sagen, dürfen unterbrechen. es Männer ist, dürfen, ja, es ist weißt du, unweiblich. Es ist unweiblich. weiß ich nicht. Ich glaube Das wirklich, ist das dass das, Urteil. Also ich meine, okay, ja, aber es ist das Urteil. Du bist unweiblich, wenn du das bist. Das machen Männer. Männer ähm, dürfen das, du nicht. Ja. es ist, also ich finde es interessant, diese Frage, was ist das, wo kommt das her? Aber es ist auch so, dass man ständig hört, es ist selten, dass Frauen das tun, dass die sich so gehen lassen im Sprechen, dass die mehr Lass, Sprechanteil haben, lass dich vielleicht nicht sogar. gehen. Lass dich nicht gehen. Lass Es dich nicht ist, gehen. ich versuche noch auf ein Bild drauf zu gehen, weil ich finde das wirklich rätselhaft. Ich habe da nämlich kein Modell für, das ich akzeptieren kann. Okay. Ähm, also ich habe auch keine Lust, mich in irgendwelchen vulgären Formen Ja. jetzt von irgendwelchen feministischen Ideen zu retten, weil ich, wie Hm. gesagt, ich denke, dass die Selbstverantwortung etwas ist, was am meisten hilft, um aus diesem Erbe rauszukommen und das wirklich irgendwie zu ändern. Ähm, aber ich glaube, es gibt eine Konstruktion des Weiblichen, die machtvoll ist, die Hm. das auf ewig in der Frau das Gefäß sieht, in der Frau den Raum sieht, Ja. in dem du wächst. Also jeder von uns sozusagen. Und in dem Moment, wo du diesen Status verliehen bekommst sozusagen oder das in dir gesehen wird, wir hatten das mit der Mutter auch schon letztens. Ich wollte gerade sagen, Mutter Ja, kam mir eben, als du das sagtest, ja. da sollst du Gefäß sein, in dem andere gedeihen. Mhm. Und ich glaube, dass das unbewusst viel nach wie vor Mhm. steuert. Mhm. Und es gibt Formen, wo das natürlich an anderen Stellen überkompensiert wird, aber es ist doch scheißegal. Also sollen die Leute machen, was sie machen, um irgendwie darüber hinwegzukommen oder sich damit identifizieren, damit glücklich sein oder Verschiedenes ausprobieren, alles Mögliche sein zu können. Das ist ja der Punkt. Hinter all diesen Stereotypen oder den Verliesen, der Punkt ist mir, glaube ich, noch, also der ist mir super wichtig, dieses hinter all dem Scheiß, hinter diesen Mhm. Schuldscham, Weiblichkeitsbilder zum Beispiel, irgendwelche Frauenbilder, welche auch immer, alle nerven mich, weil ich denke, das trifft alles nicht. Ah. So den Kern und keiner weiß, was das ist und äh, ja, ist auch, also ist ein Thema für sich, aber all diese Verliese, diese Kerkertüren, wo die Schilder drauf sind, das ist das jetzt hier ist Schuld, da willst du nicht hin. Du willst ja Mhm. das nicht fühlen. Wenn du da durchgehst, da sitzt da drin etwas anderes. Und bei der Mhm. Scham habe ich erlebt, es ist die Verlegenheit. Mhm. Es ist die Genau. Verlegenheit, die auch dann darüber lachen kann. Ne? Also wenn es nicht gespielt ist, sondern wenn es wirklich so ist, oh Gott, das wollte ich aber nicht. Da ist da ein intimes, kleines, manchmal verkümmertes Wesen, eine kleine Mhm. Gestalt. Mhm. Ja. Ähm, Ich hatte letztens dieses kleine verwahrloste Wesen, was diese Vitalität geworden ist. Also es ist wie, Genau. Mhm. da sitzt was total Schönes. Und ich glaube, ähm, ein, es ist ein Riesenakt. Es ist ein total krasser Akt, Mhm. diese Kerkertür aufzumachen und dieses Wesen rauszulassen und zu bemerken, was man dem angetan hat. Das sind diese Teile, diese Verkümmerten. Mhm. Und das ist ultra berührend, das zu tun. Ich kenne wenig, was in Bezug auf sich selbst und Selbstliebe so erfüllend ist, wie das an die Hand zu nehmen Mhm. und das aus dem scheiß Käfig zu holen und dann zu Absolut. sehen, wie eine Party entsteht. Das ist die Form von Freude, die du nicht mehr performst oder wo es scheißegal ist, ob jemand zuguckt, sondern die überwältigend ist. Und das ist, also du Mhm. kennst es. Ähm, Naja, ja, da gibt es ein ich hab, Video, was ich unten drunter poste. okay, sehr gut. Weil ich habe das Gefühl, weil du hast von Kerkern gesprochen und ich habe fast das Gefühl, dass ein Kerker durchaus auch die Aufschrift Mutter hat. Ja. Sei wie eine Mutter. Bei mir Sei jetzt oder doch, allgemein? ja, bei dir, sei doch wie eine Mutter. Ne? Kümmer dich um die anderen. Jammer nicht. Ja? Du musst auch nicht intellektuell sein. Du musst mütterlich sein. Ja? Spiel dich nicht so auf, spiel du dich nicht in den Vordergrund, sei für deine Kinder da.
Und deine Kinder sind so ungefähr mal alle, Opfer die dich. Opfer dich, ja. Und was ich mich eben gefragt hatte, bevor du das mit diesem, ich würde sagen, mit diesem wilden Wesen gesagt hast, habe ich mich gefragt, okay, welcher Archetyp, welchen spürst du denn da? Wer ist denn da? Ja, wer will denn da raus? Na? Das ist ja ein Archetyp, ja, eventuell ein weiblicher Archetyp. Ja. So. Und das ist nicht die Mutter. Nee, ganz und gar nicht. Hm? Das ist natürlich auch ein kleines Mädchen, Ja, also das kleine wilde Mädchen, das kleine wilde das noch Mädchen. nicht besetzt ist, das noch nicht Ja. Ja. sexualisiert ist. Es ist noch nicht sexualisiert, es ist auch noch nicht kultiviert, es Ja, ist noch frei. Es das ist noch das, nicht benutzt ist. ja, Das in vielerlei Hinsicht noch nicht ja, das ist noch eingesetzt unschuldig. wird. Es ist noch unschuldig und dann kommt man natürlich, wenn man dahin kommt, dann kommt man auch in die Nähe von dem Moment in der Geschichte, wo das beendet wurde. Ne? Ja, Und das und das ist muss, auch schwer. und das ist schwer. Ja, aber das ist klar, dass das kommt und, und ja, und das muss befreit werden und das Über-Ich bewacht das Ding wie ein Schlosshund. Ja, und das ist auch gut so in gewisser Weise, weil du hast Ja, am Anfang ja auch gesagt, da gibt es auch noch irgendwas anderes. Das ist zwar furchtbar, die Urteile, aber da ist auch ein Schutz. Ja, und weil dieses Kind, was damals, das kam ja irgendwann raus und dann wurde es platt gemacht. Ja, und da reicht ein Satz. Ja, also ich habe da schon, keine Ahnung, ich kenne jemanden, die ist jetzt hier in meinem Geist gerade, da hat der Vater wirklich einmal nur gesagt, dass sie zu dick ist. Nur einmal hat er das gesagt oder zweimal. Die hat immer noch ein Problem mit ihrem Körper. Also so, ja. Das müssen keine groben Eingriffe sein. Ja, es sind oft auch gröbere, aber das müssen gar keine gröberen. Das kann ein Urteil sein. Ja, du hast aber auch, du bist auch ein bisschen dicker geworden. Irgend so ein unachtsamer, grober Moment, ja, und der zerstört dann. Und seitdem hat das Über-Ich das angenommen. Und deswegen, wenn man sich dann im Spiegel anguckt, dann denkt man, wie sehe ich denn schon wieder aus? Und so, ja, und alles nur um dieses unschuldige, noch nicht domestizierte, wilde Kind. Ja, es ist ein wunderbares, das wilde Mädchen. Das ist, ich meine, gut, bei mir wäre es der wilde Junge, weißt du, einfach, ne, der einfach rauskommt und der nichts weiter mehr fürchtet, als wenn dann gesagt wird, was bist du denn? Was soll denn das? Ja, so. Und das ist, ja, da ist die Sexualität auch nur, das ist gar nicht sexuell in dem Sinne, das ist alles. Und darin ist natürlich auch Ekstase. ist Ekstase. Ja, ja. Und danach suchen wir. Und ja, klar, und wenn das lange unterdrückt wird und wenn es dann rauskommt, ist es klar, wir haben ja gar keine Übung da Ja. drin. Wir haben ja keine Übung. Deswegen, es kommt natürlich immer raus. Es kommt dann eben, im normalen Falle kommt es ja bei vielen Menschen in der Sexualität raus. Aber Es ist ein dann auch, gestatteter Raum. da ist dann so ein gestatteter Raum, aber der hält ja auch nicht so lange Ja, und der andere kann auch überhaupt nicht damit umgehen, weißt du? Ja. Und wir ja. selber können auch nicht damit umgehen, nicht wirklich. Ja. Und Und es ist dann auch oft ein Raum von Performance, leider. ja klar, Über-Ich, ne? Also wenn wir Sex haben, sind wir nicht allein. Da stehen noch mindestens 4 Personen mit am Bett, ne? Mutter, Vater von mir und Mutter, Vater von dem anderen. Weißt du, so, das ist dann, gibt's also 100 Pro. Wir machen die Tür zu, aber die können wir nicht raushalten, weil die sind in uns, ne? Die haben wir mitgenommen. Ja, Und das ist unerträglich, wenn man das erkennt, je nachdem, was einem passiert ist. klar. Ja, 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 genau. Dass einen, ich meine, du kannst alle Hm, verlassen, aber du trägst das ja. mit dir rum. Und deshalb glaube ich, es ist ein heiliger Akt jedes Mal, wenn man sagt, okay, ich hole das jetzt raus, ich mache diese Tür jetzt auf
Und das Ja. Über-Ich steht davor oder der Kritiker steht davor und sagt, nein, das ist gefährlich, das darf. Also der lässt sich alles Mögliche einfallen. Der fängt auch manchmal an zu flehen. Der kann Hm. sogar seinen eigenen Tod vortäuschen. Der kann alles machen, Hm. ne, dass du dich irgendwie darum kümmerst. Oder ruf mal den und den an, erstmal bevor du das machst. Und dann verstrickst du dich in den Problemen anderer. Aber dann zu sagen, nein, ich kämpfe jetzt nicht mal gegen dich, gegen den Wächter. Ich schieb dich einfach nur beiseite und ich Hm. mache jetzt diese Tür auf. Hm. Es ist hoch emotional, es ist hoch intim, du musst wirklich zu allem bereit sein. Und es ist wirklich, es ist etwas, das sich lohnt. Hm. Der Natürlich. Lohn für diesen Akt des Mutes ist so krass, denn es Hm. gibt nichts, was ich kenne, das ein konsistenterer Freund ist, auch in weiteren, ne, Einsätzen gegen diese Instanz, was ein krasserer Freund ist, als die Wesen, die du aus dem Kerker befreit hast. Hm. Dass man könnte sagen, das ist der Schatten oder das hat mal eine Kartenlegerin sehr interessant ausgedrückt. Das ist das wilde Wolfsrudel, das angefangen hat, dir zu vertrauen. Hm. Es ist deine Schattenseite im Grunde, deine Schattenteile, die du dir zu Komplizen machst, die dir also wo die schattige, die düstere Seite dir auch helfen kann. Einerseits sie in anderen zu erkennen, also nicht total naiv durch die Welt zu laufen und jedem Arschloch zu glauben. Schon, hast du eine Monetarisierung? Nee. Okay, können wir fluchen wie die Kesselflicker. ähm, man erkennt es auch besser in anderen, ne? Dass da Hm. was latent ist, auch wenn sie auf der Oberfläche freundlich und zugewandt tun. Und man Ja. schätzt aber auch die Lebendigkeit im anderen und man kann besser mit den Schatten des anderen umgehen. Aber es ist Genau. eigentlich was Wichtiges, das Dunkle. Jeder Mensch hat es. Und wer es nicht zugeben will, ist am Ende des Tages wahrscheinlich, gehört zu den gefährlichsten Menschen. Denn die darfst du nicht darauf hinweisen, dass sie es haben. Auch Hm. durch deine Vitalität. Also wenn du, Ja, sie müssen ne? deine Vitalität unterdrücken. Also das ist Ja, so. Ja, sie müssen es in dir unterdrücken, weil wenn sie es in sich unterdrücken, das ist klar. Ja, ja, das ist klar. Also das Über-Ich, was wir gegen uns selber richten, das richten wir natürlich auch gerne auf andere. Ja, natürlich ist es angenehmer, andere zu verurteilen als uns selber. Ja, also das ist so. Und das Über-Ich ist ein Wächter der Lebendigkeit auch, ne? Es ist ja, unsere Lebendigkeit, die da bewacht wird und die da im Kerker lauert. Das ist unsere Lebendigkeit. Und ja, nice. die gehört nur dir. Ja? Es gibt ja auch noch, also Hm. diesen einen Wink finde ich noch wichtig. Es gibt Leute, die tun so, als würden sie deine Lebendigkeit feiern. Mhm. Und die wollen, dass du es für sie machst. Das kann auch sein, ja. Dann hat es was von Tanz für mich. Hm. Das ist auch eine Form von Hm. Gewalt, die wir oft nicht sehen. Ja, genau. Und es braucht die andere Seite, die aus einem Minderwert dann auch tanzt, ne? Also so, Ja. das ist so. Und ja, es ist ein hm, hm. Mensch. So, jetzt haben Wollen wir wir das singen? Thema. Jetzt können wir, glaube ich, jetzt, wo wir das Über-Ich, jetzt haben wir das, jetzt genau, jetzt machen wir noch ein, vielleicht sollten wir überhaupt immer, wir müssen jetzt immer, das Über-Ich sagt, wir müssen jetzt immer am Ja. Ende, müssen wir jetzt ein Lied singen. Und wenn ihr das Was? nicht hören wollt, dann macht einfach aus. Ja, zum Beispiel Muho, deshalb musste ich ihm heute früh erst mal erzählen, dass wir am Ende unseres Gesprächs gesungen haben. Und da meinte er, ja, nee, er hätte das gar nicht ganz geguckt. Das ist ja wohl ein Skandal. Ja. Was? Nein, Hat dass das er Beste überhaupt, verpasst? naja, eben, das habe ich auch, dass er überhaupt so viel guckt, das habe ich ihn dann auch noch mal im anderen Gespräch gefragt. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass er überhaupt dazu kommt, das würde ich gar nicht so denken, dass er überhaupt. So, du hast jetzt gesagt, wir singen das Lied von Billy Joel. Das passt So, übrigens jetzt auch noch mal auf eine witzige Weise, finde ich. lass uns mal den Text erstmal kurz mal. Ja, nein, also verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Der Text passt allerdings sehr gut. Oh Mann, oh Mann. Sollen wir mal sehen, weil wir wollen das Lied singen, Just the Way You Are. Genauso wie du bist. Und das ist natürlich ein Anti-Über-Ich-Lied, ne?
Es erzählt von einem liebenden Mann natürlich auch einfach. Das ist, glaube ich, auch spielt eine Rolle bei diesen Billy Joel-Sachen. Ich finde, es ist eins dieser Lieder, wo man hört, dass, also so kann das liebende Männerherz sein. Und das sage ich jetzt sehr bewusst, so kann es sich eben anhören. Das ist ein Grund, warum ich den so mag. Ja, also, ich sag mal, ne? Also, Also als du musst Musiker. gar nicht versuchen, dich zu ändern. Du hast mich niemals enttäuscht. Und denk auch nicht, dass du irgendwie mir zu bekannt wirst und dass ich dich nicht mehr sehe. Ich würde dich nicht verlassen, wenn die Zeiten nicht mehr so gut sind. We never come this far. I took the good times. Okay, ich nehme die guten Zeiten, die schlechten Zeiten und ich nehme dich genau wie du bist. Genau. Und ich Also, möchte keine schlauen Konversationen. Ich möchte nicht so hart arbeiten. Das ist auch was Schönes, weil es ist, ja, du musst gar nicht intellektuell, du musst gar nicht so intellektuell sein. I don't want clever conversation. du Ich meine, musst das kannst nicht du, sein. musst du nicht. Ja. Musst du nicht. Das erinnert Ja. mich an was von Drewermann, wo der sagt, in der Liebe sind wir auch Frösche. Oder in der Sexualität sind wir Frösche. Frösche. Ja, da geht es um einen Froschkönig, so eine Ah, Märchenanalyse. okay, da sind wir Frösche, das ist ja auch Das fand ich lustig. so gut als Begriff, dieses, da Okay, sind wir unfertig, da sind wir einfach auch stimmt. eklig und all das, ja. Okay. Oder erbärmlich ein bisschen, jämmerlich, jammern. So, Und also darin liegt jetzt, eine Intimität, ja. so jetzt pass auf, Ja, okay, jetzt höre ich auf zu reden. jetzt hör mal auf hier. Warte mal, ich muss jetzt mal, hier, hör jetzt mal auf, hier spiel nicht so auf hier. Ja. Und lass dich nicht so gehen und so. Okay, also jetzt mal gucken, jetzt werden wir uns, die Aufnahme letztes Mal war dann, in dem Anhören war sie wirklich so, ich hatte während des Singens manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie lägen oder dass wir nicht gleichzeitig singen, aber wir haben gleichzeitig gesungen. Also, okay. Das ist jetzt, ich muss ein bisschen tiefer ansetzen, weil sonst ende ich furchtbar. Ähm, und Das ausdrückst. sonst ende ich als Sonst Frosch. ende ich furchtbar. Ja, genau, man muss manchmal so weiter unten anfangen. Okay, also ich versuche mal, ne? Don't go changing, To try try and and please please me, me. You you never never let let me me down down before. before. Oh, and don't Don't imagine imagine you're too you're familiar. familiar. Oh, ich bin zu hoch, ich bin zu hoch. Ich muss jetzt gucken. Oh. Egal, fangen wir einfach nochmal an. Don't go changing, To try try and and please please me. me, You you never never let let me me down down before. before. Mm, And don't don't imagine imagine you're too familiar, familiar, and I and I don't don't see see you you anymore. anymore. I would I would not not leave leave you you in in times times of of trouble. trouble. We Never never could could have have come come this this far. far. Mm, I took the took the good good times. times. I I take the take the bad bad times. times. I I take you take you just just the the way way you you are. are. Ja, genau. Ja, auch nicht schlecht. But don't go Try trying some some new new fashion. fashion. Don't Don't change the change the color color of of your your hair. hair. You You always always have have my my unspoken unspoken passion, passion, although I although I might might not not seem to seem to care. care. I don't I don't want want clever clever conversation. conversation. I Never never want to want to work that work that hard. hard. Mm, I just I just want want someone someone that that I I can can talk talk to. to. I want I you want you just just the the way way you you are. are. Jetzt Saxophon wieder.
and Ich kann das nicht. need to know that you will always Always be the same the same old old someone that someone that I I knew. knew. Oh, what will Will it it take take till till you you believe believe in in me me the the way that way that I I believe believe in in you? you? I I said said I I love love you, you, and that's and that's forever. forever. And this And this I I promise promise from the from the heart. heart. Mm, I couldn't love you Love you and love you any any better. better. I love I you love you just just the the way way you you are. are. Sehr gut. Ja, das war schön. Ich Ja, habe immer diesen Wunsch gehabt, eine Billy Joel Coverband zu machen und jetzt machen wir das einfach. genau. Ich habe immer den Wunsch gehabt, in einer Band zu singen. Ja, immer. Und jetzt machen wir es einfach. Ganz Ja, genau. Weil, what the fuck? Ja, eben. what the fuck? Wozu Und warten? worauf warten? Wozu warten? Wer soll mir die Erlaubnis geben? Ja, wer? Wenn nicht ich. Also so. Und so ist das. Wunderbar. Nina, ich danke dir für das Gespräch und heute machen wir keinen Balkon. Nee, Heute, heute war es das. Und das war sehr schön. Vielen Dank. Und ich wünsche genau. dir Hm, alles Gute für hm. für den Eingriff. Ja, nächste Woche Sollen wir dann. das nach dem? Ist Nö. das okay? Ja? Ja, ja, klar. Nee, am Mittwoch ist der Eingriff Ja. und jetzt heute ist, was ist heute? Das Heute ist irgendwas. Mittwoch. Heute ist Mittwoch, also in einer Woche genau ist der Eingriff und genau. Und deswegen muss man heute singen. Richtig. Weil wenn du, dann heute, weil ich bin ja sonst auch eher alleine, ne? Also so und heute ist Duett und heute war über ich. Das war toll. Ich Hm, bin dir wirklich dankbar. Und hm, ich finde es schön, was wir heute ausprobiert haben. hm. Und ich finde es gleichzeitig schön, dass wir von der Struktur irgendwann losgelassen haben. Ja, wir waren vorher auch gar nicht so fest in der Struktur. War so der Anfang und das war wunderbar, war herrlich. Ja. Also so. Und jetzt können wir uns auch ein bisschen besser unterbrechen gegenseitig und dann ist auch alles gut. Ja, So, so. wir tasten uns ja auch ran. Genau, wir tasten uns ran. Also, dann, dann sage ich erstmal Tschüss. Ja. Und von Herzen alles Gute für nächste Woche. Ja, Viel Kraft. Dankeschön. Okay. Danke, Boris. Das wird schon. Das wird schon. Ja, Ne? Wird ja ja. schon. Ja, nee, die Leute sind gut, die Ärzte sind gut und es sind die Besten. Ja, und so wird das sein. So. Okay, ciao, ciao. Ciao.